Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hi Tom, wie geht es dir heute? Hi Ella, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über unsere Stärken sprechen. Spricht es dich an, über das zu reden, worin du gut bist? Ja, das tue ich gerne. Ich denke, über Stärken zu sprechen ist eine gute Möglichkeit, uns selbst besser kennenzulernen. Super. Ich habe ein paar Fragen zu deinen Stärken. Können wir unsere Ideen teilen? Natürlich, Ella. Ich teile meine Stärken gerne mit dir. Tom, was denkst du, ist deine größte Stärke? Ich denke, meine größte Stärke ist meine Fähigkeit, Probleme zu lösen. Ich überlege gerne sorgfältig und finde gute Lösungen. Das ist eine sehr gute Stärke. Kannst du mir ein Beispiel geben? Ja, letzte Woche bei der Arbeit hat mein Computer nicht funktioniert. Ich habe viele Dinge ausprobiert und schließlich das Problem behoben. Mein Chef war glücklich. Das ist beeindruckend. Ich bewundere deine Problemlösungsfähigkeit. Ich denke, meine Stärke ist meine Kreativität. Ich mag es, neue Ideen zu entwickeln und über den Tellerrand hinaus zu denken. Kreativität ist eine wunderbare Stärke. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Sicher, wenn ich mit meinen Freunden eine kleine Veranstaltung plane, liebe ich es, die Einladungen zu gestalten und lustige Spiele zu planen. Es macht mir Freude, alles schön und anders aussehen zu lassen. Das klingt sehr spaßig. Ich mag kreative Menschen, weil sie die Dinge interessant machen. Ja, ich glaube, Kreativität macht unser Leben bunter. Tom, hast du noch andere Stärken neben der Problemlösungsfähigkeit? Ja, ich denke, ich bin auch ein guter Zuhörer. Meine Freunde erzählen mir oft ihre Probleme und ich höre sorgfältig zu, ohne zu urteilen. Das ist eine sehr wichtige Stärke. Zuhören ist ein zentraler Teil guter Kommunikation. Da stimme ich zu. Wenn ich gut zuhöre, fühlen sich meine Freunde besser und wissen, dass sich jemand um sie kümmert. Ich bemühe mich auch, eine gute Kommunikatorin zu sein. Ich spreche gerne klar und teile meine Ideen auf einfache Weise. Gute Kommunikation ist sehr wichtig. Sie hilft uns, mit anderen zusammenzuarbeiten und neue Freundschaften zu schließen. Tom, wie helfen dir deine Stärken bei der Arbeit? Meine Stärken helfen mir viel bei der Arbeit. Zum Beispiel, wenn es ein schwieriges Projekt gibt, nutze ich meine Problemlösungsfähigkeit, um den besten Weg zu finden, es abzuschließen. Ich plane auch meine Arbeit sorgfältig. Das ist großartig. Ich denke, meine Kreativität hilft mir im Studium. Ich mache gerne interessante Präsentationen und schreibe Geschichten, die anders sind. Interessante Präsentationen können im Unterricht einen großen Unterschied machen. Deine Lehrer müssen beeindruckt sein. Das hoffe ich. Ich versuche immer, meine beste Arbeit zu zeigen. Tom, denkst du, dass deine Stärken dir Selbstvertrauen geben? Ja, wenn ich ein Problem löse oder einem Freund helfe, fühle ich mich selbstbewusster. Ich glaube an meine Fähigkeiten. So geht es mir auch. Wenn ich meine Kreativität auslebe und die Leute meine Ideen mögen, macht mich das glücklich und gibt mir Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist sehr wichtig. Es hilft uns, neue Dinge auszuprobieren und Herausforderungen zu meistern. Ich stimme zu. Wenn wir unsere Stärken kennen, können wir sie nutzen, um unser Leben zu verbessern. Tom, wie arbeitest du an deinen Stärken?
Ich versuche, meine Stärken jeden Tag zu üben. Zum Beispiel löse ich kleine Rätsel und helfe meinen Freunden bei ihren Problemen. Das macht mich besser im Problemlösen. Das ist eine gute Idee. Ich übe meine Kreativität, indem ich zeichne, schreibe und lustige Aktivitäten plane. Ich lese auch Bücher für neue Ideen. Lesen ist eine großartige Möglichkeit zu lernen. Es kann unseren Geist kreativer und offener machen. Ja, ich liebe es, Geschichten zu lesen und über verschiedene Kulturen zu lernen. Das inspiriert mich. Ich mache manchmal einen kurzen Kurs, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Das hilft mir, meine Problemlösungs- und Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Kurse zu besuchen ist ein guter Weg, um zu wachsen. Ich denke, wir sollten immer versuchen, neue Dinge zu lernen. Ella, warum denkst du, ist es wichtig, seine Stärken zu kennen? Ich glaube, dass uns das Wissen um unsere Stärken hilft, den richtigen Weg im Leben zu wählen. Es macht uns bewusster darüber, was wir tun können. Da stimme ich zu. Wenn wir unsere Stärken kennen, können wir Ziele setzen, die zu unseren Fähigkeiten passen. Es hilft uns auch, uns gut zu fühlen. Ja, Selbstbewusstsein ist sehr wichtig für persönliches Wachstum. Ich schreibe oft in ein Tagebuch, um über meinen Tag und meine Stärken nachzudenken. Das ist eine gute Angewohnheit. Manchmal mache ich eine Liste meiner Stärken und lese sie, wenn ich unsicher bin. Das erinnert mich an meine Fähigkeiten. Tom, denkst du, gibt es Herausforderungen, wenn du deine Stärken einsetzt? Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Problemlösungsfähigkeit mich dazu bringt, zu viel Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte jedem helfen, aber das kann anstrengend sein. Das verstehe ich. Es ist gut zu helfen, aber du musst auch auf dich selbst achten. Ja, ich versuche meine Arbeit und meine Freizeit auszubalancieren. Ich lerne Nein zu sagen, wenn ich mich ausruhen muss. Das ist sehr wichtig. Manchmal habe ich den Druck, ständig kreativ zu sein, aber ich weiß, dass ich Pausen brauche, um mich zu erholen. Pausen sind unerlässlich. Sie helfen unserem Geist und Körper, sich zu entspannen. Tom, wer inspiriert dich, deine Stärken zu nutzen? Mein Vater inspiriert mich. Er ist eine sehr ruhige Person und löst Probleme immer mit klarem Verstand. Ich versuche, wie er zu sein. Das ist eine schöne Inspiration. Meine Kunstlehrerin inspiriert mich. Sie ist sehr kreativ und ermutigt mich immer, neue Dinge auszuprobieren. Es ist gut, Vorbilder zu haben. Sie zeigen uns, was möglich ist. Ja, ich lerne viel davon, andere zu beobachten und um Rat zu fragen. Ich lese auch Geschichten über erfolgreiche Menschen. Sie motivieren mich, meine Stärken zu nutzen. Das Lesen dieser Geschichten kann uns neue Ideen und Hoffnung für die Zukunft geben. Tom, wie fühlst du dich, wenn du deine Stärken einsetzt? Ich fühle mich glücklich und stolz, wenn ich ein Problem löse oder jemandem helfe. Das gibt mir ein Gefühl von Sinn. So geht es mir, wenn ich etwas Neues kreiere. Es ist ein gutes Gefühl, meine Ideen zum Leben zu erwecken. Glück ist sehr wichtig im Leben. Unsere Stärken zu nutzen, kann unsere Tage besser machen. Ja, ich glaube, dass wir, wenn wir unsere Stärken einsetzen, auch anderen helfen und die Welt ein wenig heller machen. Da stimme ich zu. Unsere Stärken sind wie Geschenke, die wir mit unserer Familie und unseren Freunden teilen können. Tom, welchen Rat würdest du jemandem geben, der sich über seine Stärken unsicher ist? Ich würde Ihnen sagen, Sie sollen verschiedene Aktivitäten ausprobieren und darauf achten, was Ihnen ein gutes Gefühl gibt. Es ist wichtig, neue Dinge zu erkunden. Das ist guter Rat.
Ich denke, jeder hat Stärken, aber manchmal brauchen wir Zeit, um sie zu entdecken. Ja, geduldig mit sich selbst zu sein, ist entscheidend. Ich schlage auch vor, dass Sie Freunde und Familie fragen, was sie für ihre Stärken halten. Manchmal sehen andere unsere guten Eigenschaften besser als wir selbst. Das ist wahr. Feedback von anderen kann uns helfen, mehr über uns selbst zu lernen. Ella, hast du Ziele, um deine Stärken zu verbessern? Ja, ich möchte an meinen Fähigkeiten im öffentlichen Sprechen arbeiten. Ich bin ein bisschen schüchtern, wenn ich vor vielen Menschen spreche, also plane ich mehr zu üben. Das ist ein großartiges Ziel. Öffentliches Sprechen zu üben, kann dir helfen, selbstbewusster zu werden. Ich möchte auch mehr über Problemlösung lernen. Vielleicht mache ich einen kurzen Kurs über Logik oder kritisches Denken. Das klingt sehr interessant. Ich würde gerne mehr über Technologie lernen. Ich denke, das kann mir bei meiner Arbeit helfen. Neue Fähigkeiten zu erlernen ist immer gut. Es macht unsere Stärken noch stärker. Ja, ich glaube, dass wir nie aufhören sollten zu lernen. Jeder kleine Aufwand zählt. Tom, wie feierst du deine Erfolge, wenn du deine Stärken einsetzt? Ich teile meinen Erfolg gerne mit meiner Familie und meinen Freunden. Wenn ich ein großes Problem bei der Arbeit löse, erzähle ich es meinen Eltern und wir feiern mit einem schönen Abendessen. Das ist sehr schön. Ich zeige meine kreativen Arbeiten gerne meinen Freunden und veranstalte manchmal eine kleine Feier, um zu feiern. Unsere Erfolge zu feiern macht sie noch besonderer. Es erinnert uns daran, dass sich unsere Anstrengungen lohnen. Ja, ich schreibe auch in mein Tagebuch über meine Erfolge. Das macht mich stolz und motiviert mich, weiterzumachen. Ein Tagebuch zu führen ist eine gute Gewohnheit. Es hilft uns, über unseren Tag und unsere Stärken nachzudenken. Tom, hilfst du anderen mit ihren Stärken? Ja, ich versuche meinen Freunden zu helfen, wenn sie Probleme haben. Ich höre ihnen zu und gebe Ratschläge, wenn sie fragen. Das ist sehr nett von dir. Ich helfe meiner jüngeren Schwester gerne bei ihren Kunstprojekten. Ich zeige ihr einige Techniken und ermutige sie. Anderen zu helfen ist ein guter Weg, unsere Stärken zu nutzen. Es tut uns gut und stärkt unsere Freundschaften. Ich stimme zu. Wenn wir unsere Stärken teilen, lernen wir auch mehr über uns selbst. Ella, denkst du, dass sich deine Stärken im Laufe der Zeit verändern? Ja, ich glaube, dass sich unsere Stärken entwickeln und verändern können. Als ich jünger war, war ich sehr schüchtern, aber jetzt bin ich selbstbewusster in meiner Kreativität und Kommunikation. Das ist interessant. Ich denke, meine Problemlösungsfähigkeit hat sich verbessert, weil ich mehr übe und neuen Herausforderungen begegne. Ich habe das Gefühl, dass unsere Stärken stärker werden, während wir lernen und wachsen. Wir entdecken auch neue Stärken, von denen wir nicht wussten, dass wir sie haben. Ja, das Leben ist eine Lernreise. Jede Erfahrung hilft uns zu wachsen. Ich freue mich, dass wir heute über unsere Stärken sprechen konnten. Es lässt mich bewusster werden, wer ich bin. Ich fühle mich genauso, Ella. Unsere Ideen zu teilen hilft uns, voneinander zu lernen. Tom, möchtest du eine kleine Übung machen, um über unsere Stärken nachzudenken? Ja, was hast du im Sinn? Ich schlage vor, dass wir jeweils eine kurze Liste mit 3 Stärken und einem Bereich, den wir verbessern möchten, schreiben. Dann können wir sie teilen. Das ist eine gute Idee. Ich werde ein paar Minuten brauchen, um zu schreiben. Großartig. Ich werde auch meine Liste schreiben. Nach ein paar Minuten, Tom. Ich habe meine Liste fertig. Möchtest du zuerst deine teilen?
Ja, ich habe geschrieben, dass meine Stärken Problemlösung, gutes Zuhören und gute Kommunikation sind. Ich möchte meine Fähigkeiten im öffentlichen Sprechen verbessern. Das ist eine sehr klare Liste. Ich habe geschrieben, dass meine Stärken Kreativität, gute Kommunikation und Organisationsfähigkeit sind. Ich möchte mein Zeitmanagement verbessern. Das sind gute Ziele. Ich denke, es ist wichtig, auch an unseren Schwächen zu arbeiten. Ja, das stimme ich zu. Wenn wir unsere Stärken und Bereiche zum Verbessern kennen, können wir noch mehr wachsen. Ich bin froh, dass wir diese Übung gemacht haben. Es macht unsere Stärken greifbarer. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster, da ich meine Stärken aufgeschrieben habe. Es ist eine gute Erinnerung daran, was ich kann. Ich fühle auch, dass es mir hilft, meinen Fortschritt zu sehen, wenn ich meine Stärken aufschreibe. Ich werde meine Liste aufbewahren und oft durchsehen. Tom, danke, dass du heute deine Stärken mit mir geteilt hast. Danke dir, Ella, für dieses nette Gespräch. Es hat mir Freude bereitet, darüber zu reden, worin wir gut sind. Ich habe viel von dir gelernt. Es ist immer gut, über unsere Stärken nachzudenken. Ja, ich glaube, dass uns das Wissen über unsere Stärken stärker und selbstbewusster macht. Ich werde versuchen, meine Stärken jeden Tag zu nutzen und an meinen Zielen zu arbeiten. Ich werde es genauso machen. Lass uns weiterhin gemeinsam lernen und wachsen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielleicht können wir über unsere Ziele sprechen und wie wir unsere Stärken verbessern können. Das ist eine großartige Idee. Ich freue mich, dass wir unser Deutsch üben und unsere Ideen teilen können. Ja, das Üben der deutschen Sprache und das Sprechen über unsere Stärken macht mich glücklich. Danke, Tom. Hab einen tollen Tag. Danke, Ella. Dir auch. Bis zum nächsten Mal. Stärken. Stärken. Ich möchte meine Stärken verbessern. Es ist wichtig, seine Stärken zu erkennen. Jeder hat unterschiedliche Stärken. Probleme. Probleme. Ich habe einige Probleme. Wir müssen die Probleme lösen. Die Probleme sind schwierig. Lösungsfähigkeit. Lösungsfähigkeit. Die Lösungsfähigkeit ist wichtig im Team. Seine Lösungsfähigkeit hat das Problem schnell gelöst. Wir schätzen die Lösungsfähigkeit unserer Mitarbeiter. Kreativität. Kreativität. Kreativität ist wichtig für Künstler. Ich bewundere ihre Kreativität. Kreativität kann in vielen Bereichen helfen. Präsentationen. Präsentationen. Die Präsentationen sind sehr interessant. Ich mache meine Präsentationen in PowerPoint. Wir haben viele Präsentationen in der Klasse. Vorbild. Vorbild. Mein Vater ist mein Vorbild. Jeder braucht ein Vorbild im Leben. Sie sieht ihr Idol als Vorbild. Feedback. Feedback. Das Feedback war sehr hilfreich. Ich schätze dein Feedback zu meiner Arbeit. Sie gab mir konstruktives Feedback nach der Präsentation. Techniken. Techniken. Es gibt viele Techniken zum Lernen. Die besten Techniken helfen uns, schneller zu verstehen. Wir sollten verschiedene Techniken ausprobieren. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation ist wichtig in der Beziehung.
Gute Kommunikation kann Missverständnisse vermeiden. Wir lernen viel durch Kommunikation. Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist wichtig für den Erfolg. Ein starkes Selbstbewusstsein hilft dir, deine Ziele zu erreichen. Sie zeigt viel Selbstbewusstsein in ihren Präsentationen. Erfolg. Erfolg. Erfolg kommt oft mit harter Arbeit. Der Erfolg des Projekts freut alle. Wir feiern unseren großen Erfolg. Anstrengungen. Anstrengungen. Die Anstrengungen waren sehr hoch. Seine Anstrengungen wurden belohnt. Wir müssen mehr Anstrengungen unternehmen. Herausforderungen. Herausforderungen. Die Herausforderungen sind groß. Ich mag neue Herausforderungen. Wir müssen die Herausforderungen meistern. Organisationsfähigkeit. Organisationsfähigkeit. Ihre Organisationsfähigkeit ist beeindruckend. Gute Organisationsfähigkeit hilft im Beruf. Wir schätzen deine Organisationsfähigkeit im Team. Zeitmanagement. Zeitmanagement. Gutes Zeitmanagement ist wichtig für den Erfolg. Ich lerne Zeitmanagement, um produktiver zu sein. Zeitmanagement hilft mir, meine Aufgaben besser zu organisieren. Inspiration. Inspiration. Die Inspiration kam aus der Natur. Kunst kann eine große Inspiration sein. Ich suche immer nach neuer Inspiration. Freundschaften. Freundschaften. Freundschaften sind wichtig im Leben. Ich habe viele Freundschaften geschlossen. Freundschaften können durch gemeinsame Interessen entstehen. Freude. Freude. Ich empfinde Freude an der Musik. Die Freude der Kinder ist ansteckend. Es bringt mir Freude, Zeit mit Freunden zu verbringen. Die Kurse sind sehr interessant. Ich besuche 2 Kurse in diesem Semester. Die Kurse beginnen nächste Woche. Was ist Toms größte Stärke, die er im Gespräch erwähnt? Worin möchte Ella sich verbessern, laut ihrer Liste? Was bedeutet das Wort Stärke in diesem Kontext? Wie nutzt Tom seine Problemlösungsfähigkeit? Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.